Na, tappst du auch noch im Dunkeln? Dann wird es höchste Zeit für das Traxxas Pro Scale Lichtkit. Wenn du dich jetzt gerade fragen solltest, warum der Bronco in so einem Grün ist, dann schau doch mal oben in die Infobox, da habe ich dir das Video dazu verlinkt. Das Lichtset gibt es sowohl für den Bronco als auch für den Defender. Stand jetzt kostet dieses Lichtset knapp unter 30 € und hier findest du für den Bronco einmal die Artikelnummer von Traxxas. Dieses Lichtset kommt in einer kleinen Tüte und wir sehen schon, wir haben normales Abblendlicht, Tagfahrlicht, eine klassische Rückleuchte, beim Rückwärtsfahren ein Rückfahrlicht und es gibt noch die Funktion des Warnblinkers. Normaler Blinker ist nicht vorhanden. Wir packen das Ganze mal einmal aus und schauen, was im Lieferumfang enthalten ist. So, wir haben Kabelbinder, um die Kabel sauber verstauen zu können. Hier diese LED-Einheiten, unseren Stecker, womit wir das Ganze befestigen können. Und hier einmal neue Rückleuchten und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es total klasse gefunden, wenn man diese schöne Optik hätte beibehalten können von den normalen Rückleuchten. Da war nämlich so ein Papier drin. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sah im Stand immer sehr schön aus, wenn das Fahrzeug nicht eingeschaltet war. Nun ja, jetzt werden wir das hier komplett durch diese Klarglas-Rückleuchten ersetzen und können dann, wenn diese nicht eingeschaltet sind, ganz nackig auf die LEDs gucken. Ein bisschen schade, aber völlig in Ordnung. Was wir zudem dann auch noch haben, was ich gut finde, das ist dann hier eine Aufbauanleitung. Gibt es notfalls auch nochmal auf der Traxxas Homepage als PDF zum Download. Die Karosserie nehmen wir vom Chassis erstmal runter. Das Chassis brauchen wir derzeit noch nicht. Was ich vergessen habe zu erwähnen, wir haben gleich natürlich auch Bremslicht mit verbaut. Wie ich finde, eine sehr schöne Funktion. Habe jetzt hier ein weiches Tuch drunter gelegt, dass ich mir die Karosserie nicht verkratze. Wir starten damit, unsere Blenden hinter den Frontscheinwerfern zu entfernen. Das geht ganz einfach, jeweils mit einer Schraube. Hier sitzt so eine Schraube und dann können wir hier diese ganze Blende einmal abnehmen. So sieht es aus, wenn die Blende dann runter ist und dann kommt die LED-Einheit davor. Die wird jetzt gleich mit einer einzigen Schraube festgeschraubt. Wichtig, du kannst jetzt nicht die Schraube nehmen, die du vorhin gelöst hast, sondern du musst mal in deinem Beschlagbeutel schauen. Dort ist eine recht lange kleine Schraube und mit der wird das Ganze jetzt festgeschraubt. Auf dieser Seite ist es jetzt drauf. Auf der anderen Seite machen wir das Ganze jetzt genau so. Und natürlich achten wir jetzt auch schon darauf, dass wir hier eine saubere Verkabelung haben, dass wir die Lampen nicht drehen, dass die Kabel nicht verdreht sind, sondern dass wir hier richtig schön sauberen Kabelfluss haben. Fest sind die vorderen Lampen. Die Kabel laufen jetzt hier schön mittig raus. Wir haben hier vorne noch eine Vorrichtung für den Kabelbinder. Das werden wir zum Schluss machen. Jetzt werde ich erstmal die hinteren Scheinwerfer demontieren. Das geht ganz einfach. Wir haben hier für jeden Scheinwerfer eine Schraube. Die werden wir lösen und dann die Lampen nach hinten rausnehmen. Die Schraube ist gelöst und schau mal, wie schön sich diese Lampe rausdrücken lässt. Das hat sehr gut geklappt und hier sieht man auch nochmal, was mir wirklich so gut gefallen hatte. Diese Optik mit diesem Foto da drin, das sieht dann doch hier ja sehr nackelig aus. Vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie hin. Und ich sehe, man kriegt es nicht hin. Die Lampenform ist hier von hinten anders. Die ist dafür da, wenn man jetzt zum Beispiel eine kleine einzelne LED hat, die man da reinsetzen möchte, dann kann man das ganz wunderbar tun. Und um dieses Foto da jetzt rauszuholen, müsste ich hier dieses geschmolzene aufbohren. Das ist es mir dann doch nicht wert. Bedeutet also, ich nehme die Heckgläser, die jetzt bei dem Lichtset mit dabei gewesen sind. Wir setzen zunächst das Lampengehäuse ein. Genauso von außen, wie wir das andere vorhin entnommen haben. So, und wir sehen jetzt hier unsere LED-Einheit. Und da ist ein Loch drin.
für die Befestigung. Auch hier können wir nicht die Schraube verwenden, die wir vorhin genommen haben, sondern wir müssen eine etwas längere Schraube nehmen, nämlich die beiden, die jetzt noch übrig sind, hier aus unserem Lichtset, um das Ganze sauber zu befestigen, zeige ich dir auch jetzt im eingebauten Zustand. Genau so sieht es dann jetzt aus. Das Ganze machen wir jetzt auch noch auf der gegenüberliegenden Seite. Alles ist sauber verbaut, aber bevor wir jetzt die Kabelbinder dafür nutzen, alles hier sauber zu verkabeln, holen wir uns doch einfach mal das Chassis ran und testen, ob das Lichtset denn auch vernünftig funktioniert. Dazu legen wir hier natürlich ganz klassisch den Akku rein, schließen das Ganze schon mal an. So, wir sehen, das Fahrzeug ist unter Strom gesetzt und jetzt schließen wir das hier hinten an dem freien Steckplatz in diesen Empfänger und Regler und wir sehen schon, das Licht leuchtet. So sieht's aus. Wir haben jetzt verschiedene Modi, die wir durchschalten können. Das können wir hier hinten über diesen kleinen Set-Knopf machen. Wir sehen hier einmal die volle Beleuchtung. Dann haben wir jetzt hier nur so ein Standlicht und auch hier hinten, man sieht es so ein bisschen. Dann haben wir es einmal aus und die Funktion der Warnblinkanlage. Das Ganze ist, soweit ich weiß, nur hierüber steuerbar. Hätte ich klasse gefunden, wäre das auch über die Fernsteuerung möglich gewesen. Wenn du weißt, wie das über die Funke geht, dann schreib das doch gerne mal in die Kommentare. Jetzt, wo ich mich vergewissert habe, dass alles läuft, werde ich die Kabelbinder anbringen und auch das ist ganz einfach. Der erste Kabelbinder kommt hier vorne hin und hält diese beiden Kabel zusammen. Der zweite Kabelbinder sitzt hier hinten und organisiert dann hier die Kabelführung zu den Rückleuchten. Schön festziehen und abschließend das ganze überschüssige Material wegschneiden. Aufpassen natürlich, dass wir kein Kabel treffen und ruhig schön bündig, dass wenn man mal mit der Hand reinlangt später, dass man sich dann da nicht mehr dran verletzen kann an diesen scharfen Kanten. Das finde ich immer doof. So, dann drehen wir die jetzt noch ein bisschen nach unten. So, und schon haben wir das schon mal fertig eingebaut. Da leuchtet der Bronco in voller Kraft. Wir fahren mal hier so ein bisschen schön, auch mit dieser Untersetzung, die ich vor kurzem da eingebaut habe. Das macht richtig Spaß. Und jetzt sehen wir im Dunkeln auch ein bisschen mehr. Hier hinten. So, was mir hier richtig gut gefällt, du siehst, wenn ich jetzt einmal im Rückwärtsgang war, dann bleiben diese Rückfahrscheinwerfer an, so lange, bis ich sozusagen wieder die vordere Fahrstufe einlege und erst dann geht das Ganze aus. Finde ich super. Ebenfalls klasse das Bremslicht. Ganz prima. So, du siehst, ne, das bleibt an, solange bis ich wieder Gas gebe. Was jetzt noch klasse gewesen wäre, hätte ich den Warnblinker über die Funke ein- und ausschalten können. Wenn das geht, schreib es bitte gerne in die Kommentare. Da muss man da jetzt nicht drin rumwursteln. Ja, normale Blinker auch cool. Der ein oder andere ist ein Freund davon. Ich finde das toll. Die anderen sagen, ey, im Gelände, wenn keiner da ist, brauchst du auch nicht jedes Mal blinken, wenn du lenkst. Ja, ist auch was dran. Was sagst du dazu? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.